Also, gestern haben wir uns die neuen Monster angeguckt. Die waren extrem overpowered. 40% Berserk, die höchsten. Also nochmal Revue passieren lassen, was gestern war. Hellhound, Fernkampf, plus 40% Berserk, mehr Schaden, wenn sie Lowlife sind. Tire Hass und alle Monster schneller. Alle Monster Basic Movement Speed erhöht. Die Tire Hass, die hatten haben wahrscheinlich immer noch einen extrem hohen Movement Speed. Die laufen extrem schnell. Hatten auch 40% Berserk. Das wurde jetzt verringert, dieses 40% Berserk bei Hellhound und Tire Hass auf 15%. Also so ähnlich wie Dark und 3 Wüste müsste das eigentlich sein. Zudem, wie gesagt, Hellhound sind Fernkampf, Tire Hass sind nicht Fernkampf. Small Mage Red Cloud gestern Fernkampf plus sind weggerannt. Das Wegrennen wurde heute rausgepatcht, sollten also nur noch Fernkampf sein. Lower Level Monster wurde Berserk entfernt. Ich weiß jetzt nicht, ob Red Cloud als Lower Level zählt, das sehen wir dann. Kann sein, dass nur Hellhound und Tire Hass nicht als Low Level Mobs hier zählen. Dann Canonicus, genau das gleiche wie Red Cloud. Fernkampf plus sind weggerannt, wenn du zu nah an ihnen dran standest oder wenn du stehen geblieben bist, beziehungsweise auf sie zugelaufen bist. Kyochic, die haben gar nichts gemacht, die waren einfach nur schneller und hatten Berserk. Samosas, einfach nur schneller und Berserk. Und Hundur, Sharpfoot, auch einfach nur schneller und Berserk. Also die 3 niedrigsten Monster, da haben sie quasi eigentlich gar nichts gemacht. Und von den anderen 4 Monstern haben sie 3 auf Fernkampf geändert. Und Movement Speed erhöht. Und jetzt sollten sie eben Berserk-Schaden verringert haben. Plus, wenn man sich ihnen nähert, sollten sie nicht mehr weglaufen. Und dann war noch irgendwas. Und sie werden nur Ranged Attacks usen, wenn sie haben und du zu weit weg bist. Also ich vermute mal, das bezieht sich auf HNR. Also wenn du stehen bleibst, sind sie dann wahrscheinlich wieder Nahkampf, I guess. Also Basisschaden liegt immer noch bei 8.000 bis 10.000 mit No Crit Crit. Und wenn ich das Vieh jetzt aber Lowlife mache, bevor es mich tötet vielleicht, wäre nicht schlecht. Vielleicht bevor es mich tötet. Dann, oh ja, jetzt sind es knapp 10.000. Von 8,4 auf 9,4, ja, das sind so circa 15%. Ja, können schon hinkommen. Ja, Pi mal Daumen. Es schwankt ja auch. Die machen ja nicht immer exakt den gleichen Schaden. Also von 40%, gestern waren es bis zu 15.000 Schaden in Rage Phase, jetzt sind es nur noch knapp 10.000. Ja, das ist so wenig. Let's go! Let's go! Die machen ja überhaupt kein Damage mehr. Let's go. Sie sind so schwach. Sie sind das Essen und wir sind die Jäger. Oder so. So, dann als nächstes die Tire Hass. Da, wie gesagt, sollte sich nur die Berserk-Phase verändert haben. Der Rest sollte gleich sein. Achso, ich muss noch darüber fliegen, oder? Nee, hier waren auch irgendwo Tire Hass. Egal, ich fliege drüber. Achso, nee, da kann man nicht drüber fliegen, oder? Geht das mittlerweile? Ah, doch, man kann drüber fliegen, okay. Wir sind das Essen und sie sind die Jäger bei dem Damage. True. So, also Tire Hass, die sind richtig Usain Bolt unterwegs. Die gehen ab wie Schmitz Katze. Aber sonst sind sie eigentlich ziemlich schwach. Die machen ziemlich wenig Schaden, wobei gut, ich bin auch im Level deutlich höher. Also 5,3. Und das sollten dann plus 15%, also knapp über 6k müssten das dann sein in Rage Phase. Knapp über 6. Oh, das sind zu viele Mobs. Don't kill me! Uiuiui.
Ja, genau. Der eine macht 5-3, der andere macht 6-2. Ja. Also das ist nicht mehr so heftig. Aber es ist halt schon krass. Ich meine, wenn 30 Monster plötzlich, wenn du 30 Monster tankst und die machen plötzlich alle 15% mehr Schaden, das ist natürlich schon nicht wenig. Mal 30 bei einer AOE. Also quasi, wenn du, was weiß ich, du kriegst 25.000 Schaden die Sekunde und plötzlich sind es dann über 30.000 oder so. Ich meine, das macht schon einen Unterschied auf jeden Fall. Dann die Red Clouds. Die sind, wie gesagt, die sind Fernkampf. Und gestern sind sie noch weggelaufen, wenn ich mich ihnen genähert habe. Okay, die sind wirklich noch Fernkampf. Aber was heißt das mit dem If you go A? Und jetzt ist er Nahkampf. Also bei dem, oder? Nee, das war jetzt auch ein Fernkampfangriff. Das war ein Nahkampfangriff. Und das wieder Fernkampf. Okay, also die sind so eine komische Mischung aus Fernkampf, Nahkampf, aber auf jeden Fall laufen sie nicht mehr weg, weil gestern, wenn ich jetzt das hier gemacht hätte, dann wäre er jetzt vor mir weggelaufen. Wie so Pumpkins in St. Morning oder so, oder Jack the Hammer. Diese Mechanik quasi. Und dann sollte der auch wahrscheinlich noch Rage Face haben. Wie viel Schaden macht der mir? Macht mir gar keinen. 4-7. 4-7. Nicht sterben! No! Ach komm. Warum ist er nur gestorben? Warum? 4-7 und 5-8. 4-6. 4-6. 4-7. Der hat keine Rage Face. Nope, der hat keine. Dann zählt Red Cloud schon als Low-Level-Monster. Dann haben das vielleicht nur noch die Hellhounds und die Tire-Hass. Ne, der macht mir 4-6. Und der hier auch. Ja, die machen mir beide 4-6. Der eine hat Full Life und der andere hat noch 29.000, was nicht mal 10%, was nicht mal 5% sind. Nope, die haben keine Rage Face. Das war ein Crit Crouch mit den 5-8. Okay. Das heißt, alles im grünen Bereich, haha, ist Low-Level, laut Patch Notes. Und alles im dunkelgrünen Bereich ist, oh, das war Kodoshi. Ja. Verdammt nochmal. Kann ich einer von euch eine andere Farbe nehmen? Und alles im dunkelgrünen Bereich. Alles im dunkelgrünen Bereich ist dann sozusagen High-Level, I guess. So, das heißt, wahrscheinlich wird es dann hier genauso sein. Weil die waren gestern auch gleich. Red Cloud und Dingenskirchen, Canonicus. Serus. Genau, ist Fernkampf. Läuft nicht mehr weg. Jetzt war es ein Nahkampfangriff. Ja, okay, der macht dann nur noch Nahkampf. Nee, jetzt auch wieder Fernkampf. Ja, okay, das mit diesem, er macht nur Fernkampf, wenn du zu Far gehst, das scheint nicht wirklich zu funktionieren. Muss man ausprobieren. Ja, genau. Nee, das sind schon noch Fernkampfangriffe. Also die Animation der Angriffe ist schon unterschiedlich. Und wenn du stehen bleibst, habe ich es jetzt so verstanden aus den Patch Notes, dass sie es dann eigentlich nicht mehr machen sollten. Scheint aber 50-50 zu sein, ob sie es machen oder nicht. Will only use ranged attacks if they have them, if you go too far. Aber der macht einfach immer ranged, oder 50-50. 80-20 wahrscheinlich eher. 80% der Zeit macht er Ranged Attacks und nur ab und zu macht er einen Melee. So. Oh, was? Die laufen weg, wenn sie Lowlife sind? No way. Was ist das denn? Okay. Das ist ja ultra ass. Die laufen jetzt weg, wenn sie Lowlife sind. Ich glaube, das war gestern noch nicht so. Weil ich glaube, ich habe gestern keinen normalen Canonicus getötet.
Vielleicht liegt es daran, dass das normale sind. Erstmal gucken, der macht mir so 600, 700 ohne Rage Face. Verdammt. Ja gut, ich schätze mal, die können dann gar keine Rage Face haben, wenn sie weglaufen, die normalen. I guess. Also statt in Raserei zu verfallen, läuft der dann weg. Schauen wir mal. Ne, der Small läuft auch weg. Also das war gestern ziemlich sicher noch nicht. Das steht auch nicht in den Patch Notes. Oh no, meint, ich hab's überlesen. Ranged Attacks wurden removed, außer von den Archers und den Mages. Also Hellhounds eben nicht mehr. My bad. Aber ja, dass sie weglaufen, steht nicht drin. Das steht auf jeden Fall nicht drin. Müssen wir nochmal double checken gestern, aber ich habe... Na gut, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich gestern keinen von den Archern Lowlife gemacht. Wollte nochmal kurz einen Captain suchen. Wo sind die Captains? Hier. Ob das bei allen dreien so ist, aber vermutlich, weil Small und Captain ist eigentlich immer gleich und wenn, dann unterscheiden sich nur die normalen Mobs. Komisch. Warum sie das eingefügt haben, dass sie weglaufen. Schon wieder so eine unnötige Änderung irgendwie. Auch wenn die jetzt nicht unbedingt so ultra schlimm ist. Jester kannst du auf YouTube gucken, dope, was sich verändert hat. Einiges. Okay, der macht mir jetzt 1900. Come on, Bro, hör mal auf zu blocken. 1900. Und läuft nicht weg. Okay, Captain Canonicus laufen nicht weg. Komisch. Und Rageface wurde auch nicht entfernt. Wurde entfernt, meine ich. Okay. Dann haben wir noch die Kyochich, Samosas und die Hundurs. Aber das heißt auf jeden Fall, also Heller und kein Range mehr. Berserk, Tyrehus, auch einfach nur Berserk. Mage und Canonicus sind Fernkampf, kein Berserk. Und Canonicus laufen alle Monster weg, wenn sie Lowlife sind, außer die Captains. Uiuiui. Achso, ich habe den Battle Pass schon wieder vergessen. Das sind die Kyochich. Ja gut, Berserk haben die dann auf jeden Fall auch nicht. Das heißt, eigentlich braucht man fast gar nichts testen. Vielleicht nur kurz double checken, ob das mit Berserk wirklich entfernt wurde. Ist nur ein bisschen schwierig, weil ich so viel höher bin als die. Ah, die machen mir 50, falls sie mich mal treffen. War halt kein Damage, weil ich Full STA bin, wobei das könnte ich jetzt eigentlich wieder changen fast. Na, wobei ich lasse lieber. Ja, immer noch 50. Hat sich nichts geändert. Okay. Ja, dann brauchen wir es eigentlich für die anderen nicht testen, aber ich mache es trotzdem. Wenn schon, denn schon. Aber es ist auf jeden Fall schön schon mal, zumindest für die Low-Level-Spieler, weil es ist ja, wie ich schon so oft gesagt habe, es levelt ja eh keiner wirklich bis 190. Vor allem nicht Open World. Die Leute, die es wirklich machen, leveln dann vermutlich eh wieder in Dungeons oder farmen halt einfach die ganze Zeit irgendeinen Dungeon. Behemoth. Und leveln passiv. Plus Dailies. Also so richtig leveln auf 190 macht ja eigentlich echt kaum jemand. Und aber bis 180 kannst du dann schon noch easy leveln. Oder 175 plus. Wenn du es willst. Okay, dann macht mir 44.
Was interessant ist, ist die HP der Monster. Also die Samoset haben auch über 800.000, Canonicus haben auch über 800.000. Captain Canonicus hatte gerade über 800.000, obwohl sie 10 Level auseinander sind. Das ist ein bisschen seltsam. Ich glaube, da stimmt irgendwas nicht. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Schlag mich, komm schon, schlag mich, schlag mich, schlag mich! Schlag mir ins Gesicht und nenn mich... No, Mann. Das ist tatsächlich seltsam. Also Samoset hat 817.000. Lass mich nochmal kurz double checken. Samoset 167 hat 817.000. Mage Red Cloud ist 12 Level höher und hat 893.000. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Also in Coral Island hätten die jetzt hier irgendwie 150.000 oder so mehr Minimum. Komisch. Und dann noch die Sharpfoots, die lowsten Mobs hier. Aber ja, die haben dann einfach auch keinen Berserk und sind einfach nur ein bisschen schneller. Aber das mit dem schneller sein ist ja für alle außer Hit and Run ja auch gar nicht so schlimm. Ist eigentlich besser, wenn die Mobs schneller sind für die meisten Leute. Für mich ist es kacke, aber Hit and Run wird sowieso mit dem Update wahrscheinlich sterben. Wenn das so weitergeht, die Entwicklungen hier. Die sind alle irgendwie anti-Hit and Run. Diese dreckigen Hater. Auch hier, diese Monster hier haben 25.000 weniger als Samoset, sind aber 4 Level niedriger. Das ist echt wenig auf dem Level. Also die höchsten und die niedrigsten Monster unterscheiden sich HP-technisch so gut wie gar nicht, sind aber fast 30 Level auseinander. Das passt irgendwie nicht. Aber damit meine ich natürlich, die Low-Level-Monster sollten weniger HP haben und die High-Level sollten so bleiben. Nicht, dass sie die High-Level erhöhen sollen. Okay, haben auch kein Rage-Face, passt. Gut, dann haben wir das mit den Monstern abgehakt. Also es sieht auf jeden Fall schon mal wieder viel besser aus als gestern. Vor allem, dass sie die Rage-Face überall entfernt haben, war wichtig. Was halt ätzend ist, und das finde ich ergibt schon wieder keinen Sinn, dass sie jetzt ausgerechnet, also dass sie Hellhounds nicht mehr Range gemacht haben, ist ja gut. Aber rein von der Logik her, removed Range Attacks außer Archer und Mage at half the distance. Also die Reichweite haben sie auch verkürzt. Okay. Aber was das Problem dabei ist, ist folgendes. Die Mages und die Archers kommen in der Reihenfolge hintereinander. Das heißt, von Level 174 bis Level 181 hast du Fernkampf. Also bis 173 Nahkampf und ab 182 wieder Nahkampf. Das sind 9 Level. Und zwischen diesen 9 Leveln sind alle Monster 174, 75, 77, 78, 79 und 81 sind alle Fernkampf. Wieso? Also, wenn, dann würdest du es auch so machen. Nahkampf, Fernkampf, Nahkampf, Fernkampf. Also, das passt halt auch überhaupt nicht. Für die Leute, die wirklich Open World leveln wollen und keinen Bock auf Fernkampfmonster haben, ist es halt ein Schlag in die Fresse. Weil du kannst, natürlich, du kannst bis 174 bei 173ern leveln und ab 174 kannst du zu 182ern gehen, aber ideal ist das wahrscheinlich nicht. Also weiß ich nicht, müsste man auch testen mit XP und so, wenn es dann mal fertig ist, das Update, aber ja, klingt jetzt, 2 von denen werden noch Flugmonster. Gibt denen keine Ideen. Genau, und ja. Aber gut. Dann haben wir das. Aber dann war die Aufregung halt gestern komplett umsonst. Das hätte man sich echt sparen können. Aber zumindest wissen wir jetzt, wie schlimm es hätte werden können im Vergleich zu, okay, es ist jetzt doch nicht so ultra schlimm. Wobei die Monster meiner Meinung nach immer noch zu viel Schaden machen. Vor allem die Hellhounds. 8.000 bis 10.000, das ist halt geistesgestört für einfach random Monster. Ich meine, ich habe keine Elemente auf der Suit. Klar, mit Element plus 10. Und ich habe das neue Set nicht, was nochmal, glaube ich, 5% mehr PvE Damage Reduction hat. Das macht natürlich schon auch nochmal was aus. Aber gut, für meine 5% sind 500 Schaden. Das ist 500 Schaden. Element plus 10 macht wahrscheinlich so 1000, 1500 Schaden.
dann bist du immer noch bei 6.000 bis 8.000. Das ist immer noch ziemlich viel. Und das ist dann schon mit wirklich Tank-Equip oder mit schon beefy Equipment, wo du jetzt nicht einfach so umgeklatscht werden solltest. Und dann kriegst du immer noch so viel Schaden. Genau, PvE Damage Reduction. Oh. PvE Damage Reduction 7, 7, 12. Warte, was? Ach so, sie haben die Set-Effekte nochmal angepasst, ne? Also 7, 7, 12 ist 26. Dann sind es sogar 6%. Ja, aber trotzdem, sind 600 Schaden. Wer hat so ein Set komplett, wenn er da ankommt? Weiß ich nicht. Ja, ich nicht. Weil ich geizig bin. Ja. Ja, also 6% PvE Damage Reduction hätte ich jetzt noch mehr bei gleichem. Und natürlich hat es auch keine Power-Ups, also Death Up Cut Stone, Element Death Up Cut Stone. Also ich sag mal, man kann es wahrscheinlich verringern auf so 4.000 bis 5.000 ohne Rage. Also jetzt ohne Full Tank zu gehen. Jetzt einfach nur mit dem besseren Equipment, wo du aber immer noch eigentlich auf Schaden gehst. Ja, also halbieren kannst du es wahrscheinlich, knapp. Mit Power-Ups und allem drum und dran. Was immer noch ziemlich viel ist, ja. Aber gut. Dann Arcanist, passt eh. Da gehen wir aber zu den Dummies.